Das ist eine super Vorlage, Jan-Erik, für die nächste Frage wieder an Tobias und Patrick. Ich meine, letztendlich, das letzte Chart sagt ja eines aus, der CEO oder der Geschäftsführer ist nicht mehr oben im Sinne von, er geht mit Anweisungen nach unten oder gibt Anweisungen nach unten, sondern er ist quasi, ich sag's mal eher der Mensch oder die, je nachdem weiblich oder männlich, aber sind die Personen, die letztendlich den Rahmen geben, aber nicht mehr. Und der Rest ist sozusagen die Aufgabe in Richtung, ich bilde ein Team. Oder wie seid ihr da zu dieser Schlusssequenz gekommen, zu sagen, wir müssen unseren ganz eigenen Weg finden? Das ist ja letztendlich auch so ein Knackpunkt, wo man sagt, hey, habe ich den Mut, springe ich auch und verlasse diese Konventionen. Wie war das bei euch? Also zum einen glaube ich, ist tatsächlich so, dass wir dieses Mindset, wie auch in deinem Bild, Jan-Erich, drin ist, dass wir sagen, eigentlich ist die Geschäftsführung dazu da, die organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der Rest sich sozusagen selbst entwickeln kann, und zwar hin zum Purpose, zum Sinn und Zweck, zu unserer Vision. Und das, glaube ich, war schon mal eine sehr wichtige Erkenntnis, weil ich glaube, in der traditionellen Welt kommt es halt eher ganz stark aus dem Verwalten sozusagen. Das heißt, die Verwaltung, die Management-Ebene gestaltet die Abläufe, verwaltet die Prozesse und auch die Struktur. Und wir haben da wirklich einen kompletten Dreh gemacht und haben auch gesagt, naja, wir können nicht für alles die Experten sein. Ja, wir haben mittlerweile eine riesige Cloud-Infrastruktur, wir haben komplexe Produkte und da haben wir Experten, die sind weitaus besser wie wir selbst in diesen Themen. Und eigentlich ist es unsere Aufgabe, die in die Verantwortung, die in die Wirksamkeit zu bringen. Und da haben wir gesagt, okay, eigentlich müssen wir uns sozusagen im Management zurückziehen und unsere Aufgabe ist es, die Organisationsstruktur zu schaffen, damit das blühen kann. Das ist mal so der erste Gedanke dazu. Und wir sind halt, glaube ich, noch einen Schritt weiter gegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten jetzt auch nicht nur starke Leads sozusagen, also wir haben auch nichts gegen Hierarchie, auch Kreise sind ja auch hierarchisch, ja, nur halt nicht mit dem Gedanken, dass eine Person die Hierarchie innehält, weil ich, Tobias Mirwald, der Geschäftsführer bin, sondern ich habe halt Rollen und eine davon kann auch eine Circle-Lead-Rolle sein. Das heißt, auch da gibt es Hierarchie, nur eben in Rollen gedacht und nicht in Personen. Und wir sind noch eine Ebene weitergegangen und gesagt, naja, wir wollen es ja nicht nur diesen Leads eigentlich ermöglichen zu gestalten, sondern eigentlich sollte ja jeder in einem Team die Möglichkeit zu haben, auf Missstände, auf Themen, die wir machen müssen, um für den Kunden aktiv zu werden, gestalten zu können. Ja. Und da finde ich es jetzt auch ganz spannend, dass alle unsere Ansätze, die wir heute gehört haben, irgendwie vom Kunden oder wir haben es gedacht, vom Markt her gedacht sind. Also das ist ja so die Baseline, die irgendwie in unseren Ansätzen alle drin ist, weil das zum Beispiel löst eine Soziokratie, eine Holokratie per se erstmal nicht, sondern die bietet dir ein Framework, wie du Organisation denken kannst. Aber du könntest die auch weiterhin in Silos bauen, nur halt in Kreisen. Ja? Und das war für uns so eine Quintessenz, es muss der Groschen fallen, ich denke vom Markt her. Und das ist nicht immer ganz einfach, ja, weil das sind alte Strukturen, wo man sagt, ja, wir sind die Entwicklung, wir haben aber einen begrenzten Kunden, das ist vielleicht eine interne andere Abteilung und das wollen wir halt anders denken bis hin zum Kunden. Und das finde ich halt ganz spannend, dass das bei allen irgendwie so die gleiche Erkenntnis war sozusagen. Ja. Aber wie lang hat es ungefähr gedauert zwischen, ich sag mal, ihr spürt so ein Bauchgefühl, einen Leidensdruck, wo ihr merkt, na, so geht es nicht weiter oder vielleicht nicht mal so geht es nicht weiter, sondern so wollen wir nicht weitermachen. Das ist vielleicht noch eine ganz andere Intention. Bis zum Punkt, jetzt haben wir zumindest mal, wie gesagt, diesen Sprung ins kalte Wasser gewagt. Wie lange hat es ungefähr gedauert? Also ich glaube, dass Johannes und ich uns mit dem Thema, ich habe gesagt, unser Anker-Pain oder der Schmerz, mit dem wir gestartet sind, war das Produktmanagement. Das hat so April, Mai letzten Jahres haben wir uns eigentlich mit dem Thema angefangen zu beschäftigen. Und wir haben dann erst versucht, da die Teams zu verändern, neue Strukturen, neue Prozesse einzuführen, eigentlich so, wie man es klassisch denkt. Ja, und haben dann irgendwann, ich würde sagen im Oktober gemerkt, nee, so funktioniert es eigentlich nicht. Und selbst wenn es jetzt einmal funktioniert, wer sagt uns dann oder wer gibt uns die Garantie, dass beim nächsten Mal sowas wieder funktioniert? Und da war dann eigentlich, glaube ich, der große Dreh im Kopf, dass wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt mal anders umsuchen und schauen, was denn noch gibt. Und haben uns dann nicht nur mit dir, Patrick, sondern auch damals mit anderen Kollegen, Beratern mal ausgetauscht, was dann so alles gibt. Und haben dann festgestellt, jawohl, in diese Selbstorganisation, das dynamische Entwickeln aus der Struktur heraus, das ist ein Weg, den können wir uns gut vorstellen mit dem Mindset, den ich vorher erwähnt habe. Und dann haben wir eigentlich im November beschlossen, jawohl, das machen wir jetzt. Dann haben wir Patrick, ich weiß nicht, du bist zu uns gekommen als Berater Ende November, Anfang Dezember, sowas, oder? Wir haben die ersten Gespräche im Oktober geführt, im November so ein paar so Vorarbeiten miteinander gemacht und dann aber so wirklich ernsthaft, würde ich sagen, im neuen Jahr, also Anfang 2021, haben wir dann intensiver schon angefangen miteinander zu arbeiten. Und so richtig im Boot war ich dann letztendlich ab Mai.
Und da ist dann auch wirklich mit einer gewissen Manpower losgegangen, zu sagen, okay, wie der Tobi vorher schon gesagt hat, wir schauen jetzt, was gibt es am Markt überhaupt an Ansätzen, dann die rauskristallisieren, die zu unseren Grundbedingungen passen. Also Thema, es muss einen klaren Rahmen geben, es muss eine Art Framework sein, wo wir ein gewisses Regelset da haben, damit die Lernkurve vielleicht auch nicht so steil ist, dass wir uns nicht an das Regelset komplett selbst überlegen müssen. Und es muss eben möglich sein, aus der Organisation raus, wie es Tobi auch gerade schon gesagt hat, diese Veränderung immer wieder herbeizuführen und nicht einmal als Big Bang-Veränderung, sondern einen lebenden Organismus schaffen, der sich immer wieder neu formiert und anpasst über vernetzte Strukturen. Ne? Ja, das finde ich deshalb sehr spannend, weil ich habe ja so einen Adventskalender dieses Jahr wieder laufen, der im Prinzip auch über Management und die Naturgesetze handelt. Und da geht es eben auch unter anderem um das Thema Selbstorganisation. Und das scheint mir jetzt also sowohl bei Jan-Erik als auch bei euch, als auch bei mir ein spannendes Thema zu sein, dass man eben wirklich die Gruppe selbst organisieren lässt. Ich glaube, das hat man jetzt auch mit Corona ja gemerkt. Ich kann nicht immer alles meinen Leuten vorgeben, sondern das hat sich da auch gewisse Dinge haben sich entwickelt, weil einfach ich musste die Leute ins Homeoffice schicken, ich musste den Leuten gewisse Aufgaben übergeben und damit haben die natürlich dann auch gewisse Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, ich glaube, den entscheidenden Satz hat Jan vorher gesagt, dass nicht, also jeder Kunde ist ja anders und jedes Unternehmen hat einen anderen Kunden oder vielleicht auch verschiedene Zielgruppen. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt daran. Also ich kann den einzelnen Teams ja auch nicht eine Struktur festgeben, wie sie arbeiten, weil vielleicht hat eine gewisse Branchenlösung, die ein Team entwickelt, eine ganz andere Kundenzielgruppe, die anders funktioniert. Das heißt, innerhalb der Organisation müssen die Teams und die Kreisen auch die Möglichkeit haben, sich anders zu verhalten oder auch eigene Rollen, neue Funktionen zu schaffen, die es in anderen Kreisen vielleicht nicht gibt. Ja? Und das fühlt sich vielleicht erstmal schlimm an, weil man sagt, man hat das dann nicht mehr perfekt im Blick. Ja? Aber eigentlich ist genau das Richtige, dass diese Strukturen sich an das anpassen können, wie ihre Bedürfnisse sind, beziehungsweise was von ihren Kunden gefordert wird. Ja. Das ist, glaube ich, da wieder die Quintessenz. Ja, und der Kreis schließt sich jetzt. Ja, Patrick? Ich wollte nur sagen, der Kreis schließt sich jetzt da wieder, dass eben genau das die Verantwortung meiner Meinung nach von einer Geschäftsleitung von so einem Unternehmen ist, diesen Rahmen eben zu schaffen und diese Grundvoraussetzungen zu schaffen, dass dann aber die Veränderung von den Menschen her vollzogen wird. Ja. Also ich bin ja jetzt nicht der Wissenschaftler, aber Jan-Erik, du bist ja eher der Wissenschaftler, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich für mich komme eben aus dieser Naturdenke heraus, weil die Natur diese adaptive Fähigkeit ja auch quasi uns tagtäglich vorlebt, wenn man sie wahrnimmt. Und das, was Tobias und Patrick beschreiben, ist ja letztendlich, dass sie jedem Team die Möglichkeit geben, diese Adaption für sich durchzuführen und die Anpassung zu entscheiden. Auch wie gehe ich jetzt mit meiner Zielgruppe um? Ist das so aus deiner Sicht? Ja, und ich würde auch da gerne ein bisschen noch reingehen in diese so Verhaltensthematik, weil es ist tatsächlich so, dass die Natur gibt uns Menschen, vor allem in Gruppen, zwei dominante Handlungsfelder mit, nämlich genau diese, nämlich das Gestalten und das Verwalten. Also auf der einen Seite eben das Absichern, das Kontrollieren von das, was uns direkt umgibt. Und das brauchen wir, allein schon in unserer Frühgeschichte. Stellt euch vor, da draußen im Busch, viele Gefahren. Das heißt, wir sind geprimed, als Menschenrasse sind wir geprimed auf Kontrolle und Übersicht und klare Strukturen, weil man muss bei 5 auf dem Baum sein, sonst wird man gefressen. Und wenn das 10.000, 20.000, 50.000 Jahre genetisch sozusagen aufgelegt worden ist, dann wird das sehr schnell auch zu einer primären Verhaltensmuster. Also bei Pains, wie er das so schön nennt, also bei Konflikte, bei irgendwelchen Unklarheiten, neigen wir immer dazu, erstmal zu strukturieren, Kontrolle zu bekommen, zu verwalten. Das ist vielleicht eine sehr natürliche Reaktion und durchaus evolutionär bedingt auch klar, dass es so ist. Man sieht es wunderschön bei Corona, wie wir in eine Kontrollstarre verfallen und dann auch Fragen oder irgendwelche Alternativen erstmal als muss man vorsichtig mit umgehen. Ne? Also, und das ist ja auch in Organisationsstrukturen so. Wenn jetzt Veränderungen kommen vom Markt oder Veränderungen in der Technologie, in der Branche, dann neigen wir immer dazu, zuerst zu kontrollieren. Und das ist das Feld der Verwalter und der Manager. Unsere andere Gabe, die wir haben als Menschen, die zu gestalten, ist das, was uns so weit gebracht hat. Deswegen hocken wir nicht mehr auf den Bäumen. Hätten wir nicht die Gestaltungsgabe, dann säßen wir noch auf den Bäumen, weil dann wären wir nie runtergeklettert, weil es viel zu gefährlich ist. Das heißt, dank unserer Gestaltungsmöglichkeiten können wir das. Und
ich glaube, dass wir in vielen Organisationen, wo ich so komme, beobachte ich immer wieder diesen Zwist, diesen Kampf zwischen, wie viel Kontrolle brauchen wir in der Organisation, damit wir alle sicher sind, damit wir alle wissen, ne, dass es uns nicht um die Ohren fliegt, und wie viel Gestaltungsfreiraum brauchen wir. Und ich finde, das ist ein Trend, den ich so, ja, doch seit 10 Jahren verstärkt sehe, dass wir immer mehr zur Kontrolle neigen in den Organisationen. Zumindest da, wo ich komme. Vielleicht ist es auch deswegen, komme ich dahin, weil sie damit auch ein Problem bekommen, weil sie einfach merken, es wird nicht mehr gestaltet. Also man fährt sich fest, man merkt, die Strukturen verändern sich nicht mehr. Also was Tobias sagte, ist ja auch ganz wichtig. Ne? Man muss sich ständig verändern. Das ist ja dieser Gestaltungskompetenz, die wir haben, sich anzupassen, flexibel zu sein, agil zu sein, zu reagieren. Und vor lauter Verwaltungswahn, nenne ich das mal, wird das unterbunden. Also ich glaube, das ist das, was uns verfolgt und was auch uns immer wieder beeinflusst, wenn wir Organisationen verändern wollen. Also was mich jetzt da als Brücke wieder zum nächsten Thema interessiert, Jan-Erik, du hast ja gesagt, dieser Kampf zwischen Verwalten und Gestalten, und Patrick und Tobi, ihr habt vorhin bei diesem Chart vorgestellt, es gibt Rahmenbedingungen, aber auf der anderen Seite, man kann nicht alles planen, ist letztendlich auch ein Satz gewesen. Also es muss eben Freiheit geben zu gestalten. Jetzt haben viele Unternehmen geben unglaublich viel Zeit und damit auch Geld aus, Budgets zu planen. Ist das damit mit eurer neuen Organisation an sich obsolet, oder wird dieser Aufwand reduziert, weil ihr übertragt letztendlich diese Planung und in eine Selbstkontrolle, in eine Selbstorganisation, oder wie ist das bei euch denn abgelaufen? Oder läuft es auch noch ab? Es ist ja noch nicht zu Ende. Ist tatsächlich nur ein ziemlich blinder Fleck, wenn ich ehrlich bin. Also wir versuchen natürlich in der Transformation, wir haben ja vorher schon gesagt, ungefähr ein Drittel ist transformiert. Also wir haben den Piloten Mitte des Jahres gestartet mit Menschen und Kultur, den wir damals erfolgreich auch beendet haben. Dann gesagt, jetzt sind wir good enough for now, safe enough to try, damit wir es auf andere Teams ausrollen. Wir sind mittlerweile in den Produktentwicklungsteams im XM transformiert. Wir sind in Teilen von Vertrieb und Marketing, wo sich ein neuer Kreis Marketeers gebündelt hat, wo die sozusagen zusammenarbeiten in einem Kreis, was gerade für das Thema Vertrieb und Marketing ein unglaublich wichtiger Punkt ist. Da können wir vielleicht später noch dazu kommen. Das heißt, wir befinden uns da in der Transformation, und jetzt haben wir natürlich eine Hybridwelt momentan. Das heißt, wir haben noch die alten Strukturen, Abteilungen und Teams, die natürlich Budgets wie bisher planen, und wir haben neue Kreise, die das versuchen sozusagen aus dem Kreis herauszudenken. Deswegen ist momentan der Schmerz bei uns, dass das sich schon verbessert hat, noch nicht eingetreten. Ich glaube, das kommt erst dann sozusagen, wenn wir wirklich mit der Transformation durch sind und dann sozusagen die Iterativität aus den Kreisen oder aus den kleineren, schlagkräftigen Einheiten kommt. Ja, das heißt, momentan haben wir jetzt noch keine größere Verbesserung dadurch erzielt. Das wird erst kommen, zumindest ist das meine Auffassung dazu. Gleich die Nachfrage, das ist ja für Zuhörer super wichtig. Das müsst ihr jetzt ja auch aushalten, diese Zweigleisigkeit. Das ist ja auch nicht ganz einfach, aber letztendlich, wie geht ihr mit dieser Zweigleisigkeit um? Weil das ist ja genau da, wo viele meiner Meinung nach Angst davor haben, vor diesem Change-Prozess zu sagen, ich habe auf der einen Seite was Neues und auf der anderen Seite noch das Alte, und dann kommt ja immer so schnell, man kippt gerne noch in dieses Alte zurück. Aber letztendlich, bei euch spüre ich, das kann nicht kippen, aber es ist einfach jetzt diese Aufgabe, wie halte ich die Stränge parallel am Laufen? Das ist ja, glaube ich, ganz wichtig jetzt. Wie geht ihr da